Moin! Ich möchte euch ein wenig von der Auszeit erzählen und wie es dazu kam. Doch gleich zu Beginn möchte ich anmerken, dass ich das nicht tue, um Mitleid oder sonst was zu erregen. Nichts liegt ferne. Und ja, ich habe mir den gesamten Text aufgeschrieben, weil ich einfach auch nichts Wichtiges vergessen wollte. Ich denke darüber nach, wieder Videos zu machen. Videos, um Menschen vor dem Kommenden zu warnen und auf die einzige Rettung, nämlich Jesus Christus, hinzuweisen. Doch bevor ich mich mit den künftigen Themen auseinandersetze, und ich habe auch schon ein paar, an denen ich arbeite, möchte ich quasi die Lücke füllen mit diesem Video und über Glaubensprüfung sprechen. Vielleicht geht es ja auch dem einen oder anderen wie mir und kann dadurch ermutigt werden. Ja, das ist letztendlich der Hauptgrund dieses Videos. Ich möchte ermutigen. Und sei es dadurch, dass ich von meiner Glaubensprüfung berichte, die nicht einfach gewesen ist. Vor der Auszeit hatte ich schon länger das Gefühl, dass ich mich in einem Zustand des Ausgebranntseins befinde. Auch wenn ihr immer wieder davon schreibt, dass ich mir keinen Druck machen soll, ja, man macht sich einfach Druck. Druck, regelmäßig etwas hochzuladen, Druck, immer wieder neue Themen aufzubereiten und das auch in der bestmöglichen Qualität. Dass ich in gewissen Bereichen ein Perfektionist bin, hat das Ganze nicht vereinfacht. Im Gegenteil. Und dann die Nachrichten. Ja. Jede Menge Nachrichten. Also ich habe irgendwann täglich auf Welt und auf anderen Nachrichtenportalen die Nachrichten gelesen und ich bin wirklich des Nachrichtenlesens müde geworden. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, mich mit all dem Dreck zu befassen, den man uns tagtäglich in immer neuen Varianten und Formen vorsetzte. Und dann verlor ich jemanden, den ich sehr lieb gewonnen hatte. Aber nicht, wie ihr vielleicht denkt. Der Feind zerstörte unsere Beziehung, sodass am Ende nichts mehr davon übrig blieb. Und das Schlimmste an dem Ganzen war, dass ich seit Wochen ahnte, dass etwas nicht in Ordnung war. Das letzte klärende Telefonat verlief dann genau so, wie ich es versucht hatte zu verhindern. Es war das kürzeste Gespräch unserer Freundschaft und nachdem ich auflegte, wusste ich, dass es vorbei war. Wobei ich auch ehrlich sein will, ich war diejenige, die auflegte. Das macht man nicht, das ist mir schon klar. Aber ja, manchmal reagieren Menschen eben nicht vernünftig. Und um es mit einem Bild zu beschreiben, es war, als wäre eine Bombe explodiert. Trümmer, wohin ich nur blickte. Und dann die furchtbare Stille nach der Detonation. Es war vorbei. Der Feind hatte genau dort zugeschlagen, wo ich es vermutete, und trotzdem konnte ich die Zerstörung nicht verhindern. Und das ärgerte mich am meisten. Ich tappte in seine Falle. Wieder einmal. Doch Gott war da und war mir nah und er tröstete mich und ich wusste, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott hatte diese Situation zugelassen, also musste sie für uns beide zum Besten dienen. Ich konnte zwar beim besten Willen noch nicht erkennen, worin für mich das Beste jetzt bestand, doch ich wollte meinem Herrn vertrauen. Denn das Ziel Satans ist ja nicht nur Beziehungen zu zerstören, sondern vor allem, dass ich an Gott zweifle. Und genau das Gegenteil hatte ich mir vorgenommen. Ich wollte dem Herrn vertrauen. Selbst wenn ich manches nicht verstand, was mir widerfuhr. Allerdings wurde mir klar, dass ich in dem Zustand keine Videos mehr machen konnte und wollte. Ich veröffentlichte noch 2 Videos, aber merkte danach, dass ich keine Kraft mehr aufbringen konnte. Ja, und seit Wochen sah ich mir auch keine Nachrichten mehr an und merkte, dass mir das gut tat. Persönlich lenkte ich mich dann auch noch mit jede Menge Computerspielen ab. Ich brauchte einfach mal eine Auszeit von allem. Und ich hatte keine Lust mehr, mich mit C, der neuen Weltordnung und all dem, was die Realität für uns bietet, mich zu befassen. Selbst das tägliche Telefonat mit meiner Mutter verlangte Kraft, die ich nicht mehr hatte. So rief ich sie nur noch 1- bis 2-mal pro Woche an, mehr aus Pflichtgefühl, damit sie sich keine Sorgen machen musste. Und ansonsten vergrub ich mich. Ich hörte mir auch keine Endzeitpredigten mehr an. Ich war gesättigt bis oben hin. Und dieser Zustand hielt einige Monate an. Natürlich ist das Flüchten in eine Spielwelt auf geistiger Ebene gesehen vollkommen wertlos. Aber dort existierte die Endzeit nicht und ich konnte einfach mal abschalten. Mag man mich dafür verurteilen, dann ist es so. Wir sind alle nicht ohne Fehl und meine Schwäche
waren schon immer die Computerspiele gewesen. Aber auf der anderen Seite merkte ich, dass ich diese Auszeit dringend brauchte. Ich genoss die Stille in meiner Wohnung, die behagliche Gesellschaft meiner beiden Katzen und mehr brauchte ich nicht zur Zufriedenheit. Die einzige Freundschaft, die ich hatte, existierte nicht mehr. Doch zu meiner Überraschung litt ich nicht darunter und es zerstörte mich nicht. Denn Gott schenkte mir Trost und schnitt mich quasi von dieser Sehnsucht nach einer Freundschaft komplett ab. Bis heute. Und ich bin dankbar dafür. Denn als ich noch in eine Gemeinde ging, hatte ich viele Jahre den Wunsch nach einer Freundin gehabt. Einer Glaubensschwester, mit der man beten und gemeinsam den Herrn loben, sich vor allem auch gegenseitig ermutigen und austauschen konnte. Ja, fand ich dort nie. Ein Problem war allerdings auch, die meisten dort in meinem Alter waren verheiratet und hatten Kinder. Das waren Themen, bei denen ich nicht mitreden konnte. Aber wie gesagt, ich sage das hier nicht, um Mitleid zu erregen und ich suche auch nicht auf Zwang Freundschaften. Denn ich bin der Meinung, dass sich das auf natürliche Weise entwickeln muss. Und auf der anderen Seite bin ich nun einmal sehr introvertiert und habe auch jetzt so langsam gelernt, das zu akzeptieren. Gerade am Ende der Endzeit ist der Feind darauf aus, Beziehungen zu stören und zu zerstören. Auch noch eine Geschichte aus meiner, Vergangenheit. Ich erinnere mich da an den Hauskreis, den ich besuchte, nachdem ich diesen C-Schwindel erkannte und vor allem, was die selbsternannte Elite mit den Menschen plante. Das waren Geschwister, die in meiner Nähe lebten. Und das war eine unglaubliche Gebetserhörung für mich. Wir trafen uns und hatten auf einem Campingplatz eine gesegnete Zeit. Bei Kaffee und Kuchen sprachen wir darüber, was für unsere Gruppe wichtig wäre. Das waren alles Geschwister, die erkannt hatten, dass hier die neue Weltordnung errichtet wurde. Ja, und ich erinnere mich noch daran, dass ich sagte, dass wir uns nicht spalten lassen dürften. Alle nickten. Eine Woche später existierte diese Gemeinschaft nicht mehr. Ein Bruder hatte eine Intrige angestiftet und die Gruppe spaltete sich in 2 Teile, wobei ich bei dem kleineren Teil blieb. Aber auch diesen Teil verließ ich dann nach einigen Wochen, weil ich merkte, dass dort nicht mein Platz war. Ich erzähle euch diese Geschichte, um zu verdeutlichen, dass der Feind momentan Überstunden macht, um jegliche Beziehung zu zerstören. Und selbst, wenn ich darüber rede, bin ich nicht davor gefeit, wieder denselben Fehler zu begehen, den ich bei der Freundschaft gemacht habe. Doch in all dem ist der Herr der Souverän, das dürfen wir nie vergessen. Dem Herrn gebührt nur Lob und Dank und alle Ehre, aber keine Kritik oder Zweifel. Gott lässt manches zu, was wir im ersten Augenblick nicht verstehen, aber darin besteht unsere Glaubensprüfung. Dem Herrn zu vertrauen, auch wenn ich manches nicht begreife. Und um auf das Bild mit der Explosion zurückzukommen, irgendwann beginnt die Zeit des Aufräumens. Darin befinde ich mich gerade, nicht nur auf geistiger Ebene. Und das bedeutet mehr Bibellesen und weniger Computerspielen bei mir, sondern auch auf materieller Ebene. Als ich vor ein paar Tagen das Fenster putzte, seit langer Zeit, und endlich mal wieder eine ungetrübte Sicht auf den Himmel werfen durfte, freute ich mich unbändig. Und manchmal sitze ich abends da, trinke einen Kaffee und spüre einen tiefen inneren Frieden in mir. Und Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass mein schwernierenkranker Kater noch lebt und dass der Herr mir noch etwas Zeit mit ihm schenkt. Ich bin dankbar, dass meine Mutter erfolgreich operiert wurde und ich bete, dass ihre gesundheitlichen Probleme bald hoffentlich der Vergangenheit angehören. Auf der anderen Seite bin ich umso dankbarer, dass sie die aktuelle Weltzeit erkannt hat und wir uns darüber austauschen können. Ich bin dankbar für die Kontakte, die ich habe, seien es Telefonate oder E-Mails, und für die Briefe. Ihr verdient nochmal eine extra Erwähnung. Ich möchte mich für die Briefe bedanken, die ich bekommen habe, und um Vergebung bitten, dass ich euch noch nicht geantwortet habe. Selbst E-Mails zu schreiben fällt mir schwer und Briefe zu schreiben, das ist einfach nicht meins. Das war es auch noch nie. Aber ich werde versuchen, euch per E-Mail zu antworten und ich möchte einfach sagen, dass ich eure Briefe nicht nur einfach erhalten, sondern ich habe sie gelesen und sie haben mich tief berührt. Und so gibt es immer Gründe, dankbar zu sein. Aber vor allem bin ich dankbar, dass der Herr meine Seele vor dem ewigen Tod bewahrt hat. Und ich war so nah dran, auf ewig verloren zu gehen. Hast du dich denn schon von Jesus Christus retten lassen? Die jetzige Weltzeit geht ihrem Ende entgegen.
Nach der Entrückung der Gemeinde wird der Antichrist sich offenbaren und ein Mahlzeichen fordern. Das Mahlzeichen wird dich verdammen, wenn du es annimmst. Denn du schwörst mit dem Annehmen des Mahlzeichens Gefolgschaft gegenüber dem Antichristen. Du kannst dann nicht mehr gerettet werden und wirst deinen freien Willen verlieren. Du bist dann quasi mit dem Siegel Satans versiegelt und Jesus Christus wird dich gerecht richten, wenn er nach 7 Jahren sichtbar wiederkommt. Lass dich retten von Jesus Christus, ehe die Gnadenzeit abgelaufen ist. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn ernstlich anrufen und nach ihm suchen. Lies die Bibel, zum Beispiel das Johannesevangelium, und bitte, dass Gott sich dir offenbart. Er wird es tun. Und die Zeit wird hier knapp auf der Erde. Denn niemand kennt den Tag und die Stunde, an dem Jesus Christus seine Gemeinde in den Himmel holen wird. Aber es wird geschehen, in einem Augenblick. Und ich hoffe, dass du dann zu denen gehörst, die nicht auf der Erde zurückbleiben, sondern im Himmel die Hochzeit des Lammes feiern. Möge der Herr dich vor dem Bösen bewahren und dir die Wahrheit zeigen, solange noch Zeit ist.